Herzlich willkommen im neuen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns noch einmal mit dem YAML-Editor bzw. dem Konfigurator und dessen Installation und Funktionsweise. Wenn man hier von Installation sprechen mag, dann ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, weil das Ganze recht simpel ist. In der ZIP-Datei ist neben dem Konfigurator noch eine Kurzanleitung zur Funktionsweise und eine Installationsanweisung beinhaltet. Dort wird Schritt für Schritt erklärt, was zu tun ist. Ganz unten findet ihr dann noch die Facts, wo verschiedene Fehlermeldungen und Hinweise aufgeführt sind. Für die Benutzung des Konfigurators sind einige Einstellungen zu machen. Zuerst öffnet eine leere Excel-Tabelle und aktiviert die Entwicklertools. Nachdem ihr die Entwicklertools aktiviert habt, für alle, die die Beta-Version genutzt haben, entfernt den Haken bei unserem alten Add-in. Und zu guter Letzt und nochmal unter den Optionen Trust Center unter Einstellungen aktiviert unter Makro-Einstellungen den Zugriff auf das VBA-Projekt und bestätigt mit OK. Jetzt starten wir den Editor. Wir werden beim Starten gefragt, ob wir das Update durchführen wollen. Es gibt 3 Varianten. Das ist einmal beide Updates, dann nur das Add-in oder nur die Datenbank. Wir werden aufgefordert, die Datei zu exportieren, die YAML-Datei, die jetzt hier nicht vorhanden ist. Deswegen wird das abgebrochen. Beide Updates werden durchgeführt. Diese Meldung klickt ihr einfach weg. Wir speichern den Editor unter einem neuen Namen, denn diese Datei verwendet ihr bitte dann als Kopie für andere Profile, wenn ihr dieses machen möchtet. Schließen die Datei noch einmal. Ich speichere die jetzt nochmal ab und öffnen sie dann erneut. Und haben jetzt unter dem Reiter YAML Editor Add-in die komplette Funktionalität, alle Menüs in unseren Editor integriert, der online zur Verfügung stand. Nun zur Funktionsweise des Konfigurators selbst. Wir machen das mal ein bisschen kleiner, da das ein bisschen groß ist. Unter Einstellungen findet ihr die Zoom-Einstellungen. Nach Beenden und einem Neustart des Konfigurators wird dieses gesetzt. Neu in der Version sind 2 Unterkategorien hinzugekommen, um die Benennung etwas umfangreicher machen zu können. Es sind noch nicht sehr viele Regelblöcke beinhaltet. Das wird jetzt nach und nach wachsen, hoffe ich. Ihr habt also die Standardregelblöcke, die ihr dann auch selbst beeinflussen und befüllen könnt. Und es gibt diese vordefinierten, das ist die Amazon-Bestellung in dem Fall, hier oben in 2 Blöcken und die Online-Rechnung da unten, die nicht verändert werden sollten, damit sie noch funktionieren. Wir suchen uns einfach mal ein Beispiel raus. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel Bank, würde ich vorschlagen, ganz kurz. Und starten einfach mal damit. Ja, das könnt ihr jetzt nun ausfüllen und euch diese Einstellungen dann suchen, die ihr haben möchtet. Die Suchwörter, die dann auch zur Benennung herangezogen werden. Wir suchen uns das mal ein Beispiel mit Kontoauszug und Monat, Jahr. Unter dem Suchstring dann hinten ist der eigentliche Suchstring auszufüllen. Das wäre dann in dem Fall meine Bank zum Beispiel. Man kann dann das Kommentarfeld ausfüllen, damit man diese Regelblöcke wiederfindet und auch eindeutig benannt hat. Als Target Folder machen wir einfach mal irgendetwas. Hier hinten findet ihr dann die Zeichenersetzung, die euch ermöglicht, die Leerzeichen zum Beispiel durch einen Unterstrich zu tauschen. Ja, das Ganze starten wir mal jetzt und schauen uns das Ergebnis mal an. So sieht jetzt das Ergebnis aus. Der Suchbegriff eurer Bank wird überall als Suchbegriff eingesetzt und da oben zur Umbenennung in der ersten Regel auch herangezogen. Das heißt, dann steht dort Bank und der Name der Bank. Ansonsten wird dieser Suchbegriff als Subregel zur Erfüllung der einzelnen Regeln verwendet.
Im nächsten Schritt wollen wir uns mal anschauen, was möglich wäre, wenn wir die vordefinierten Kategorien durch eigene ersetzen. Wir starten wieder die Bank und wählen jetzt zuerst einmal einen Tag aus und überschreiben diesen dann durch unseren eigenen Tag. Ja, wir schreiben einfach mal rein, meine eigene Bank. Dann wird statt Girokonto in dem Fall die eigene Kategorie eingetragen und damit könnt ihr euch komplett eigene Regeln definieren, so wie ihr das möchtet. Wir füllen mal noch ein paar aus. Das funktioniert natürlich dann für alle Varianten. Den Suchstring belassen wir mal, wie wir ihn hatten. Den Rest lassen wir mal frei, den brauchen wir gerade nicht und starten das Ganze mal. Und dann sieht das nämlich jetzt so aus, dass wir statt Girokonto als Suchname und als Umbenennung, also als Tagname, dann auch die eigene Kategorie haben. Und somit können wir uns unsere eigenen Regelblöcke selbst definieren und die Wörter, die wir brauchen, Suchwörter selbst festlegen. Jetzt machen wir die Tabelle mal leer, starten nochmal neu. Für den Fall, dass ihr für den Tag ein Regex verwenden wollt, geht auf dem gleichen Weg vor, schreibt vor den Tag dann Klammer, Fragezeichen i Klammer, das ist der Case Sensitive, den ich jetzt gleichzeitig verwende, um die Regex zu erkennen. Und der Rest wird wie zuvor ausgefüllt oder was ihr auch möchtet. Das funktioniert auch für den Suchstring der Subregeln selbst, beziehungsweise in einigen Regeln für den Hauptsuchstring, der dann gesetzt wird. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass dann der Suchstring in die Tagname Regex gesetzt wird und vorne unter Tagname dann Tagname Regex als Ausgabe gewählt wird. Somit könnt ihr dort Regex verwenden. Gleichzeitig wird hinten in der Subregel ist Regex True gesetzt, damit das Ganze auch funktioniert. Das Ganze findet ihr nochmal in der Beschreibung zu jeder einzelnen Regel und natürlich in der Kurzanweisung oder Kurzerläuterung der Funktionsweise als PDF-Dokument. Zum Schluss schauen wir uns nochmal die Sonderregeln an, in dem Fall Amazon und Online-Rechnung. Amazon besteht aus 2 Blöcken und diese Blöcke sind einfach nur einzustellen bzw. auszufüllen und in die YAML-Datei zu übernehmen. Änderungen bedarf es hierbei nicht. Diese funktionieren komplett, ohne dass sie verändert werden. Der Suchstring wird pro forma ausgefüllt, der spielt eigentlich keine Rolle, dient nur zur Überprüfung im Code, ob alles vollständig befüllt ist. Das war der erste Regelblock und der zweite Block ist dann genauso. Denkt bitte daran, dass diese Regelblöcke in ein eigenes Profil mit einer eigenen YAML-Datei sollten, da es sonst zu unerwünschten Überschneidungen kommt, die zu wirklich unerwünschten und nicht schönen Ergebnissen führt. Ich hoffe, die Anzahl der Regelblöcke wird wachsen, je nachdem, welches Feedback von euch kommt. Das soll es für heute schon wieder einmal gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Habt viel Spaß mit dem Konfigurator. Bis dahin.